Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Kuala Lumpur Reiseführers. Für diejenigen, die den ersten Teil unseres Reiseführers noch nicht kennen, in der Videobeschreibung haben wir euch den Link zum Video eingefügt. Für alle anderen gilt wiederum, lehnt euch zurück und genießt mit uns gemeinsam den Rundgang. Nach einem ausgiebigen Frühstück in unserem Hotel, über das wir auch ein eigenes Video erstellt haben, geht es via Grab-Taxi zu den weltberühmten Batu Caves. Dabei handelt es sich um Kalksteinhöhlen, in denen sich mehrere Hindu-Tempel befinden. Bereits bei der Ankunft auf dem Vorplatz der Tempelanlage seht ihr das berühmteste Motiv der Batu Caves. 270 bunte Stufen, die in die Tempelanlagen ins Innere der Höhlen führen. Vor diesen Stufen steht eine knapp 43 Meter hohe Kolossalstatue des Hindu-Gottes Murugan, eine der populärsten Gottheiten des Hinduismus. Aber Achtung! Die gesamte Tempelanlage ist Heimat unzähliger Yawana-Affen. Diese werden gerne von Touristen gefüttert. Allerdings sind diese Affen sehr frech und bestehlen gerne mal die Besucher, wie ihr etwas später sehen könnt. Der Eintritt zu den Batu Caves ist kostenlos, weshalb es sich um eine sehr beliebte Attraktion handelt. Bedenkt jedoch, dass es eine spezielle Kleiderordnung gibt. Die Schultern sollten bedeckt sein, Frauen müssen zusätzlich die Beine bedecken. Nehmt am besten ein Umhängetuch mit, das ihr euch um die Hüfte bindet. Der Weg in die Höhle ist steil und aufgrund der Temperaturen und Luftfeuchtigkeit etwas anstrengend. Am besten ihr reist so früh wie möglich an, idealerweise gleich nach dem Frühstück. Dann herrscht noch kein großer Andrang und die Stufen befinden sich im Schatten. In der Höhle angelangt, werdet ihr eine atemberaubende Kulisse und mehrere Hindu-Tempel vorfinden. Genießt die Umgebung und geht den gesamten Höhlenbereich ab.
Es gibt auch kleine Shops mit klassischen Souvenirs, die jedoch auch eine kleine Erfrischung anbieten. Achtet beim Runtergehen darauf, dass die Stiegen sehr steil und nicht allzu tief sind. Langsam runtergehen, um Stürze zu vermeiden. Das passiert, wenn ihr auf eure Sachen nicht aufpasst. Dieser Affe verspeist gerade die AirPods eines Touristen. Links vor der berühmten Höhlentreppe befindet sich ein großer Hindu-Tempel, dessen Besichtigung sehr empfehlenswert ist. Auch hier wird kein Eintritt verlangt und ihr könnt einem hinduistischen Ritual beiwohnen. Eine sehr interessante Erfahrung. Als wir die Anlage verließen, befand sich die Treppe und die Kolossalstatue bereits komplett im Sonnenlicht und es war dementsprechend heiß. Zusätzlich herrschte schon dichtes Gedränge auf den Stufen, was den Abgang nicht unbedingt leichter machte. Daher können wir nur nochmal empfehlen, dass ihr so früh wie möglich zu den Batu Caves anreist. Von der Tradition zurück in die Moderne. Wir nahmen uns erneut ein Grab-Taxi und fuhren zu einer weiteren weltbekannten Sehenswürdigkeit, den KL Tower. Der KL Tower, auch Menara genannt, ist mit 421 Metern der höchste Fernsehturm Malaysias und der siebthöchste der Welt. Auch hier empfiehlt es sich wieder frühzeitig anzureisen und die Tickets im Vorhinein online zu kaufen, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Als wir um die Mittagszeit herum ankamen, war jedoch so gut wie gar nichts los. Der Turm dient neben seiner funktechnischen Nutzung auch als Aussichtsplattform für Besucher. Nach einer kurzen Fahrt mit den Hochgeschwindigkeitsaufzügen steigt ihr in der luftigen Höhe von 300 Metern aus und könnt einen atemberaubenden Ausblick auf die Hauptstadt Malaysias genießen. Es gibt auch einen Glaswürfel, die sogenannte Skybox, in den ihr hineingehen könnt. Nichts für schwache Nerven, aber definitiv ein Muss und absolut lohnenswert. Die Tickets hierfür kosten umgerechnet in etwa 17,50 € pro Person. Den Link zum Ticketkauf fügen wir euch in die Beschreibung ein.
Übrigens, direkt neben dem Turm befindet sich der KL Mini Zoo. Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um einen kleinen Zoo. Das Ticket kostet umgerechnet in etwa 8 Euro pro Person und ihr könnt hier vielen Tieren sehr nahe kommen. Erwartet jedoch keine europäischen Verhältnisse puncto Tierschutz. Den Tieren geht es zwar augenscheinlich gut und sie werden auch entsprechend versorgt. Die Haltung fanden wir selbst jedoch alles andere als ideal. Einen Besuch in diesem Mini-Zoo können wir euch daher eher nicht empfehlen. Nun warten wir sehnsüchtig auf unser Grab-Taxi, da wir schon großen Hunger haben. Es wird Zeit für authentische malaysische Küche. Wir begeben uns mit unserem Grab-Taxi in den Central Market, eine berühmte Markthalle mit vielen verschiedenen Shops, wo man so ziemlich alles bekommt, was man mit Geld kaufen kann. Wenn ihr auf der Suche nach Souvenirs seid, dann ist der Central Market der richtige Ort. Vergesst aber nicht zu handeln. Die Preise lassen sich für gewöhnlich sehr stark nach unten drücken. Kuala Lumpur ist eine Stadt voller Einkaufszentren und in jedem Einkaufszentrum gibt es einen Food Corner. So auch im Central Market. Wenn ihr also authentische malaysische Küche genießen wollt, dann besucht solch einen Food Corner. Nasi Lemak, ein Reisgericht mit Gemüse und Huhn, ist eines der Nationalgerichte und sehr zu empfehlen. Übrigens, auch in Malaysia gilt puncto Essen das gleiche Prinzip wie in ganz Südostasien. Wenn irgendwo spicy steht, dann bedeutet das für Nicht-Asiaten nicht würzig, sondern sehr, sehr scharf. Wenn ihr euch also Spicy Chili Chicken bestellt, dann ist es nicht bloß ein bisschen bekannt, sondern höllenscharf. Ein Fakt, den Jenny wohl nie wieder vergessen wird, oder? Im dritten und letzten Teil unseres Kuala Lumpur Reiseführers zeigen wir euch den berühmtesten chinesischen Tempel der Stadt. Außerdem geben wir euch Einblicke in die zahlreichen Einkaufszentren und unternehmen einen kurzen Ausflug nach Chinatown. Wenn euch die bisherigen Clips gefallen haben, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch auf dieses Video. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um keines unserer künftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, eure Travel Explorers.